Theodor-Heuss-Gymnasium. Mein Name ist Emily Donauer Und ich bin Laura Neumann. und wir sind die Schülersprecherinnen des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Gerade befinden wir uns in der Aula. Hier finden regelmäßig Infoveranstaltungen, aber auch Veranstaltungen wie Winterbälle, Sommerbälle und so weiter statt, aber auch Ehrungen. Ebenso haben wir auch Klassenräume der Fünfer, einen Ruheraum für die Oberstufe und einen Vertretungsraum. Hier werden aufgeteilte Stunden und die Vertretungen angezeigt. Hier befinden wir uns jetzt bei der FGTS, das ist die Freiwillige Ganztagsschule. Und hier haben die Kinder die Möglichkeit, nach der 6. Stunde ihr Mittagessen zu essen. Danach werden sie aufgeteilt in verschiedene Klassenräume und haben Zeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Jetzt zeigen wir euch noch die Fachräume, aufgeteilt in Physik, Chemie und Biologie. Wir fangen mit Biologie an. Das Ganze ist aufgeteilt in einen Fachsaal, also in einen Unterrichtssaal und in einen Praxisraum. Hier sind wir jetzt an den Chemiesälen angekommen. Hier ist es ebenfalls aufgebaut wie auch in Biologie. Das heißt, wir haben hier einen Hörsaal und hier einen Praxisraum. Wir zeigen euch auch gleich, wie das Ganze in Action aussieht. Jetzt sind wir an den Physiksälen. Diese sind auch aufgeteilt in einen Lagerraum und in einen Fachraum. Auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium wird ebenfalls auch die Sprache gefördert. Wir haben Sprachangebote wie zum Beispiel Französisch, Englisch, Spanisch und Latein. Und jetzt zeigen wir euch einen kleinen Einblick in den Englischunterricht von Frau Benz. Hier sind wir jetzt in unserer Sporthalle und oben befindet sich noch ein Schwimmbad und eine weitere Sporthalle. Bringen wir unsere Zeit auf unserem Schulhof. Der befindet sich hier. Zum einen kann man hier auch den Garten der Religion besichtigen oder auch andere Dinge tun. Jetzt in der Pausenhalle angelangt. Zum einen findet man hier die Toilettenräume, die Sporthalle und auch den Sanitätsraum. Und jetzt gehen wir ins Bistro. Und hier sind wir jetzt auch schon im Sekretariat, wo sich die Sekretärin Frau Kuhn befindet. Hallo! Hallo, ich möchte mich vorstellen. Ich bin die Sekretärin vom Theodor-Heuss-Gymnasium. Also eine ganz große Stärke des THGs ist im Prinzip unsere geringe Größe. Aufgrund der geringen Schülerzahlen und des überschaubaren Kollegiums kennt jeder im Grunde jeden. Wir haben eine super familiäre Atmosphäre
Es geht im Grunde auch kein Schüler unter, wenn man über den Gang läuft. Kennt man die Schüler kennen sich untereinander und man hat auch immer ein offenes Ohr. Für mich zeichnet das THG die persönlichen Beziehungen aus, die so an der Schule bestehen und auch über die Schulzeit hinaus letzten Endes gehen. Da haben immer noch viele ehemalige suchen auch den Kontakt zu uns Lehrern oder man freut sich, wenn sie an Veranstaltungen wieder auftauchen. Natürlich steht das THG bei uns auch für Vielfalt, Toleranz, wir akzeptieren uns alle hier so, wie wir sind. Aber was für mich das THG jetzt speziell noch besonders macht, ist, dass wir hier so ein junges Kollegium sind und sich das auch in unserem Unterricht widerspiegelt, der meiner Meinung nach sehr modern ist, auch im Vergleich zu anderen Schulen. Bei uns findet nicht der typische Frontalunterricht statt, sondern wir benutzen hier sowohl eine Medien- als auch eine Methodenvielfalt. Wir greifen zurück auf Lern-Apps und Lernspiele, wie zum Beispiel Plooket, Kahoot, die Anton-App, machen aber auch, wenn es passt, mal einen Escape Room mit den Schülern. Das heißt, wir versuchen hier tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass unsere Schüler am Lernen und auch am Unterricht Spaß haben. Als Lehrer macht es am THG sehr viel Spaß, weil die Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums total gut ist und das sehr gut funktioniert und auch die Zusammenarbeit außerhalb des Kollegiums, das heißt mit den Schülern, mit den Eltern, das funktioniert gut, es wird viel kommuniziert und man tauscht sich aus. Im Zusammenhang mit den persönlichen Beziehungen ist die Begleitung der Schülerinnen und Schüler. Wir haben beispielsweise nicht nur in der 5. und 6. Klasse pädagogische Konferenzen, sondern auch entsprechende Konferenzen bis hin zur 10. Jahrgangsstufe, um im Anschluss dann Beratungsgespräche auch führen zu können, damit der Schüler sich bestmöglich entwickelt, eben nicht nur im Hinblick auf die Orientierungsstufe, sondern auch in den weiteren Jahrgängen und auch hinsichtlich der Berufsorientierung oder der Oberstufenwahl, beziehungsweise auch manchmal in Form eines Schulwechsels. Also so ist uns wichtig, also es kommt uns auf den Schüler an, der soll quasi den besten Weg bei uns finden können, für sich. Was für mich neben dem richtig jungen Kollegium, das wir hier haben und der super digitalen Ausstattung, die wir mittlerweile dank Smartboards und Tablets auch haben, das THG vor allem besonders macht, ist, dass bei uns Schule und Lernen nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Wir waren zum Beispiel jetzt gerade im Staatstheater in einem englischen Theaterstück zu Weihnachten. Gestern fand eine Exkursion statt nach Born im Fach Geschichte. Wir besuchen regelmäßig Museen, machen aber auch Exkursionen für BASF und das tatsächlich klassenübergreifend, sodass die Schüler bei uns tatsächlich auch außerhalb der Schule sehen können, was sie mit den Gelernten anfangen können im Alltag. Was uns auch noch auszeichnet, ist, dass wir aktive Schul- und Unterrichtsentwicklung betreiben. So gibt es bei uns den Quality Circle als fester Bestandteil der Schulentwicklung. In diesem Gremium arbeiten Schüler, Lehrer und Eltern zusammen. Also es sind auch alle immer herzlich eingeladen, dazu zu kommen, um ihre Themen vorzutragen, was letzten Endes beispielsweise dazu geführt hat, dass wir eine ziemlich neu aufgestellte SV haben, die dem Schulmitbestimmungsgesetz auch schon Rechnung trägt. Andere Dinge sind Sauberkeit und Ordnung, also so eher im Kleinen gehalten, dass die Säle und die Schule von den Schülern sauber gehalten werden und auch Dienste aus der Grundschule weitergeführt werden. Und was jetzt ein neues Thema ist, ist beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit, was in den nächsten Monaten und vermutlich Jahren uns beschäftigen wird, auf vielen verschiedenen Ebenen. Was für mich das THG besonders macht, auch im Vergleich zu anderen Schulen, die ich bisher gesehen habe, ist, dass wir hier sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Schüler individuell gefördert werden. Und zwar nicht nur auf schulischer Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene. Wir haben ja hier bei uns an der Schule die sogenannte ILZ, also die individuelle Lernzeit zum Beispiel, wo Schüler, die etwas stärker sind, speziell gefördert werden in Fächern, aber auch Schüler, die noch Lücken aufweisen, gefördert werden, insofern, dass sie nochmal ein paar Lücken aufarbeiten können. Und wir haben auch zum Beispiel nachmittags diesen kostenlosen Förderunterricht in den Hauptfächern und das ist tatsächlich was ich von anderen Schulen so nicht kenne. Was für mich auch das THG besonders macht, ist, dass hier extrem stark alle zusammenarbeiten, also sowohl die Lehrer zusammen mit Schülervertretungen, Schülern als auch mit den Eltern. Ich selbst bin zum Beispiel Teil im Quality Circle, wo wir immer wieder gucken, wie können wir uns als Schule weiterentwickeln und da kann wirklich jeder mitreden und dazu beitragen, dass unsere Schule einfach noch besser wird, als es sowieso schon ist. Was ich mir für die Zukunft des THGs wünsche, zum einen, das ist offensichtlich, muss einiges am Gebäude getan werden. Wir brauchen neue Funktionsräume, wir brauchen Klassenräume, in denen man differenziert unterrichten kann und wir werden auch den einen oder anderen Klassenraum mehr brauchen.
Hinzu kommen besondere Räume für die FGTS, für die Mensa und so weiter. Da steht gar nicht mehr so viel auf der Wunschliste, weil in den letzten Jahren ziemlich viel umgesetzt wurde. Wir wurden digital gut ausgestattet, wir integrieren die neuen Medien in den Unterricht. Es ist einfach sehr, sehr viel Positives passiert, sodass ich mir persönlich gar nicht mehr so viel wünsche, was man noch verbessern könnte. Zum anderen muss sich die Schule an sich auch weiterentwickeln. Es genügt nicht, dass man den Kindern Tablets in die Hand drückt. Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler von morgen auch mit den Herausforderungen von morgen zurechtkommen. Dazu gehört, dass sie kommunikativ sind, dass sie kreativ sind, dass sie selbstständig denken und eigenständig ihren Weg gehen, eigene Persönlichkeiten werden. Da liegt noch ein weiter Weg vor uns und den können wir auch nur gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gehen. Es hat sich sehr viel geändert, es hat sich viel verbessert in verschiedenen Bereichen. Wir haben zum Beispiel ein sehr gutes Förderstundenkonzept, mit dem vielen Schülern geholfen werden kann in verschiedenen Bereichen. Und das ist was wirklich sehr gut ist und das soll natürlich auch in Zukunft weiterentwickelt werden. Und aus den genannten Gründen würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn auch ihr Schüler am THG werdet und hoffen, dass ihr uns auf jeden Fall besuchen kommt. Und vor allen Dingen wünsche ich mir für die Zukunft, dass ihr Schülerinnen und Schüler des THGs werdet. Wir setzen uns auch für Hilfsorganisationen wie die UNICEF ein und denn uns ist der Kinderschutz besonders wichtig. Jetzt zeigen wir euch, welche Projekte und welche Rechte uns noch wichtig sind. Beispielsweise UNICEF. Unsere Mediatoren setzen sich immer für die Kinderrechte ein. Hier haben wir beispielsweise das Recht auf Spiel und Freizeit, das Recht auf Bildung, das Recht auf Frieden, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Medizin und das Recht auf ein Dach über dem Kopf. Außerdem haben wir noch Recht auf Wasser und Recht auf Klima und Umwelt. Also, das war das Theodor-Heuss-Gymnasium, was wir euch heute vorgestellt haben und wir hoffen wirklich sehr, dass ihr euch für diese Schule entscheiden werdet. Falls ihr das tut, könnt ihr euch unter www.thg-sulzbach.de anmelden. Dort findet ihr die Anmeldungen, aber auch Termine rund um den Schulalltag sowie das Leitkonzept unserer Schule.